Willkommen zu einem Videoratgeber der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Salzburg, in der wir Ihnen zeigen, wie Sie das Firmen-A bis Z der WKO optimal für Ihr Geschäft einsetzen. Wir beantworten die Fragen, warum das Firmen-A bis Z gut für Ihr Geschäft ist, wie Sie damit starten und erfolgreich sind. Das Großartige ist, Sie können sich das Video später nochmals ansehen oder jemandem zeigen und so gemeinsam zum Erfolg kommen. Zeigen Sie, was Sie können. Mit dem WKO Firmen-A bis Z. Das Firmen-A bis Z der WKO ist nicht nur für den Handel geeignet, aber als Unternehmen im Handel haben Sie natürlich viele Möglichkeiten und Chancen, in Zukunft besser gefunden zu werden und mehr neue Kunden im B2B, aber auch im B2C-Bereich zu bekommen. Lassen Sie uns das ansehen. Was nutzt mir das Firmen-A bis Z der WKO? Sie haben viele Vorteile. Einer der größten ist 3,5 Millionen Zugriffe pro Monat. Das heißt, Sie haben jedes Monat 3,5 Millionen Chancen, vom potenziellen Kunden gefunden zu werden. Nutzen Sie die Chance. Sie haben mehr Sichtbarkeit im Internet. Das A bis Z hat eine sehr hohe Glaubwürdigkeit, das im Businessbereich, aber auch bei Endkunden und auch bei Suchmaschinen. Direkt im Firmen-A bis Z können Sie gesucht und bestens gefunden werden. Sie präsentieren dort Ihre Standorte, die Produkte, aber auch Gütesiegel und Zertifikate. Sie haben dort auch die Möglichkeit eines Impressumservice, damit Sie rechtssicher Ihr Impressum gestalten mit dem ECG-Service. Und zu guter Letzt noch ein großer Vorteil, das Ganze ist für Sie als Wirtschaftskammermitglied kostenlos. So sehen und nutzen Ihre Kunden das Firmen-A bis Z der Wirtschaftskammer. Lassen Sie uns hierzu gleich ins Internet gehen. Wenn ich nun bei Google meinen gesuchten Suchbegriff eingebe, wie zum Beispiel Ladig Lederwaren, dann bekomme ich bereits in den ersten Resultaten auch das Firmen-A bis Z der Wirtschaftskammer angeboten. Von hier aus benötigt es nur noch einen einzigen Klick und ich lande auf dem entsprechenden Profil. Aber nicht nur über die Google-Suche kann ich zu einem Profil kommen. Es gibt auch direkt Suchmöglichkeiten im A bis Z der Wirtschaftskammer, indem Sie im Suchfeld zum Beispiel den Namen des Unternehmens eingeben und zum Beispiel eine regionale Begrenzung. Sie sehen, es kommen hier 5 Treffer und wenn ich diese 5 Treffer ansehe, dann wird der von uns vorhin gesuchte Begriff am besten angezeigt und es zeigt sich auch gleich warum, weil dieser Eintrag am besten gepflegt wurde. Wie Sie Ihren Eintrag optimal pflegen, zeigen wir Ihnen im Anschluss noch im Video. Sie können aber auch direkt im Firmen-A bis Z nach Kategorien suchen. Sie geben zum Beispiel Lederwaren und Salzburg ein und erhalten 174 Treffer. Hier sehen Sie ebenfalls wieder den Eintrag bestens gereiht, da dieser optimal überarbeitet wurde. Auf welche Zeichen Sie beim Überarbeiten achten müssen, erkläre ich Ihnen später im Video. Wenn Sie nun einen dieser Einträge auswählen, wie den von Lederwaren Ladig, dann sehen Sie einige Informationen, hier bereits das Logo, der Firmenname, eine selbstgewählte Unternehmensbezeichnung, die Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse und vor allem auch die Webseite. Ergänzt wird das Ganze noch durch Texte, Bilder, Öffnungszeiten, Produkte, Leistungen, Kategorien, Marken, Auszeichnungen und Zertifikate und Standardinformationsdaten zum jeweiligen Unternehmen. Wenn Sie dies nun vergleichen mit dem nächsten Eintrag, dieser sieht zwar ähnlich aus, aber anders. Sie sehen, Sie haben hier Möglichkeiten in der Gestaltung, Ihren Eintrag bestmöglich darzustellen. Sie erkennen, dieser Beitrag hat bereits mehr Bilder, mehr Produkte und Leistungen, mehr eingetragene Marken, ist zum Beispiel auch ein Lehrbetrieb und als nächstes möchte ich Ihnen den Eintrag von Gesund Arbeiten zeigen, den wir jetzt auch bearbeiten werden. Sie sehen, es fehlt hier zum Beispiel das Logo. Um Ihren eigenen Firmeneintrag zu bearbeiten,
Gehen Sie einfach auf wko.at. Unter Mein WKO haben Sie die Möglichkeit, mit bestehenden Zugangsdaten oder wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie sich ein neues zusenden lassen. Sie können sich neu registrieren. Das Team der WKO ist Ihnen dabei behilflich. Oder Sie haben auch andere Anmeldemöglichkeiten wie Ihre Bürgerkarte oder Handysignatur. Sie haben hier aber auch noch mehr andere Services. Sollten Sie Probleme haben, finden Sie hier eine kostenlose Rufnummer und eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können. Uns sind die Zugangsdaten bekannt und wir steigen gleich ein. Als erstes sehen Sie ein sogenanntes Dashboard. Sie haben die Möglichkeit, die angezeigten Felder selbst zu definieren und auch dorthin zu stellen, wo Sie möchten. Sie können zum Beispiel das untereinander auch auswechseln, wenn Ihnen das so lieber ist in Zukunft, wenn Sie sich anmelden. Neben dem Firmen A bis Z haben Sie auch die Möglichkeit, Kooperationen zu bilden, sprich, Sie verkaufen etwas, jemand anderer verkauft etwas und Sie können sich zusammentun. Sie können hier aber auch Ihren Firmen A bis Z Eintrag verwenden, um einen Nachfolger für Ihr Unternehmen zu finden. Sie können von hier auch die Schnellsuche starten. Sie können sich Suchbegriffe abspeichern. Dies könnte für Sie wichtig sein, wenn Sie auch laufend selbst auf der Suche nach neuen Kunden sind und Sie in Zukunft darüber informiert werden wollen, wenn es neue Einträge zu einem Suchbegriff oder Bereich gibt. Dazu können Sie sich auch Merklisten erstellen. Im Bereich der Benutzerverwaltung können Sie auch weitere Benutzer anlegen oder den bestehenden Benutzer bearbeiten, damit auch andere Personen in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit haben, Ihren Eintrag laufend zu pflegen. Heute ist uns aber besonders wichtig der Bereich der Bearbeitung der Firmendaten des Firmen A bis Z. Sie sehen, der Befüllungsgrad ist aktuell bei 69%. Sie werden wahrscheinlich nie 100% schaffen, denn es gibt manche Felder, die Sie nicht ausfüllen können. Aber Sie sollten versuchen, einen möglichst hohen Befüllungsgrad zu erreichen, damit Sie möglichst gut gefunden werden. Denn diese Informationen werden auch den Suchmaschinen zur Verfügung gestellt, wenn Sie das möchten. Die Einstellung hierzu werde ich Ihnen gleich zeigen. Auf dem Willkommensbildschirm haben Sie noch ein kleines Video und Ihre Basisdaten. Diese Basisdaten können Sie selbst nicht ändern. Sollte hier ein Fehler sein, wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer, um diese Daten ändern zu lassen. Um Ihre Daten zu bearbeiten, zu ändern und zu ergänzen, starten Sie im Bereich Unternehmensdaten. Im Bereich Anzeigenoptionen können Sie auswählen, ob Sie möchten, dass Sie im A bis Z der Wirtschaftskammer aufscheinen. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie die Funktion hier deaktivieren, dass Sie auch bei einer Suche nicht gefunden werden. Sie können hier auch festlegen, ob Sie allen Nutzern des Firmen A bis Z oder nur angemeldeten Mitgliedern der Wirtschaftskammer angezeigt werden. Sie haben auch noch andere Möglichkeiten, wo Sie auswählen können, ob angezeigt wird, welche Berechtigungen Sie haben und so weiter. Diese Felder können sich von Zeit zu Zeit ändern. Klicken Sie auf Speichern. Der nächste Bereich der Unternehmensdaten sind die Kontaktinformationen. Hier können Sie Ihre reguläre Telefonnummer, aber auch eine Mobiltelefonnummer hinterlegen, wenn Sie dies wünschen. Faxnummer, E-Mail-Adresse, Ihre Webseite, Ihre Öffnungszeiten und Sie können hier auch noch einen Hinweis geben zu den Öffnungszeiten, wie zum Beispiel, dass eine vorherige Terminvereinbarung nötig ist. Ergänzen können Sie Ihre Kontaktinformationen noch durch Ihre Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, je nachdem, welche Kanäle Sie haben. Sie können hier auch noch weitere Kontaktpersonen hinterlegen, wenn in Ihrem Unternehmen mehrere Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wenn Sie eine Änderung machen, bitte immer daran denken, diese auch zu speichern. Im Bereich der Firmeninformationen
können Sie selbst eine gewählte Standortbezeichnung hinterlegen. Diese ergänzt den offiziellen Firmenwortlaut. Hier ist es natürlich sehr wichtig, Schlagworte, Keywords zu verwenden, damit sie auch gefunden werden bei einer internen Suchabfrage, aber auch bei einer Google-Suchabfrage. Dies können Sie pro Gewerbeberechtigung und pro Standort festlegen. Beispiel: Sie haben 2 Gewerbeberechtigungen an jeweils 3 Standorten, dann haben Sie 6 Möglichkeiten für eine Standortbezeichnung. Hier können Sie dann auch etwas variieren, damit Sie mit einem breiteren Spektrum von Schlagworten gefunden werden. Die Schlagworte sollten jedoch immer Ihrem Unternehmen entsprechen, damit Sie auch die richtigen Interessenten und Anfragen bekommen. Nutzen Sie im Wir über uns auch die Möglichkeit, Schlagworte zu hinterlegen. Hier können Sie nun zum Beispiel Ihr Firmenlogo hinterlegen. Aber auch ein Titelbild, das ist dieses Bild, und hier ist das Logo. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein Firmenvideo zu hinterlegen, aber auch weitere Bilder zu Ihrem Unternehmen. Sie können das Gründungsjahr angeben, die Anzahl der Beschäftigten. Sollten Sie einmal bei einem Feld nicht sicher sein, was Sie eingeben können, der Info-Button, wenn Sie den anklicken, hilft Ihnen weiter und erklärt Ihnen, was Sie in dieses Feld eingeben sollen. Sie können auch auf Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ihrer Webseite verlinken oder wenn Sie diese woanders gespeichert haben. Ihre Bankverbindung können Sie ebenfalls hinterlegen, sofern Sie möchten, dass andere Unternehmen, die an Sie überweisen möchten, Ihre Bankverbindung hier prüfen oder finden können. Klicken Sie letztendlich wieder auf Speichern, damit auch alle Änderungen wieder abgespeichert werden. Wie Sie nun sehen können, wird bei diesem Eintrag das Firmenlogo, das wir soeben gespeichert haben, mit angezeigt. Sie können dies jederzeit natürlich wieder ändern. Unter Auszeichnungen und Zertifikate können Sie neue Zertifikate, sofern Sie darüber verfügen, eingeben. Oftmals werden Ihnen von der Wirtschaftskammer Zertifikate angeboten. Das heißt, Sie können nur aus den vorgegebenen auswählen. Sollten Sie ein Zertifikat besitzen, sollten Sie dieses unbedingt nutzen. Eines dieser Zertifikate ist, dass es ein Online-Shop Lieferservice in Ihrer Region ist. Schauen Sie in Ihrem Eintrag nach, welche Möglichkeiten Sie haben. Im Bereich der Produkte und Leistungen haben Sie die Möglichkeit, eine Beschreibung zu machen, Ihre Marken anzugeben, damit Sie mit diesen gefunden werden, ein Produktvideo hinzuzufügen, Produktbilder hinaufzuladen und diese Änderung zum Schluss wieder zu speichern. Im Bereich Branchenkataloge haben Sie die Möglichkeit, entweder für alle Gewerbeberechtigungen gleichzeitig oder einzelne Gewerbeberechtigungen, die Sie haben, Ihre Kategorien festzulegen. Zum Beispiel, wenn Sie Anbieter von Schutzausrüstung sind, dass Sie ein Gerät anbieten, zum Beispiel einen Desinfektionsspender. Oder in Produkte und Leistungen, dass Sie als Online-Shop für den Bereich Bauen und Haushalt, Möbel und Wohnen sowie Gesundheit und Wohlbefinden Produkte anbieten. Wählen Sie hier gut aus, denn in dieser Kategorie haben Sie nur 3 Möglichkeiten auszuwählen.
Sie können diese Kategorien jedoch jederzeit ändern. Es ist aber wichtig, dass Sie die bestmöglichen Kategorien auswählen, um damit auch gefunden zu werden. Nachdem Sie die Änderungen ausgeführt haben, wie immer auf Speichern klicken. Nach den Unternehmensdaten werfen wir noch einen kurzen Blick in den Bereich der Services. Der für Sie vielleicht wichtigste Bereich ist der ECG-Link für Ihre Webseite, damit Sie ein mediengesetzkonformes Impressum gestalten können. Hierzu ist es notwendig, dass Sie alle Felder, die mit einem Stern als Mussfeld markiert sind, ausfüllen. Sie sehen, es gibt hier auch Felder, die Sie nicht ausfüllen müssen, aber nur wenn alle Felder ausgefüllt wurden, die als Mussfeld gekennzeichnet sind, haben Sie die Möglichkeit, zum Schluss auch den Link zu erhalten, mit dem Sie von Ihrer Webseite auf das Firmen A bis Z verlinken können und dort haben Sie ein rechtssicheres Impressum. Sie können hierzu auch eine Grafik herunterladen und diese in Ihre Webseite einbauen, wenn Sie das lieber möchten, als nur einen Link einzubauen. Es ist aber der Einbau des Links in dem Fall ebenfalls ausreichend. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die Sie in Zukunft beachten sollten. Bei den Standorten. Jeder Standort und Gewerbe ist ein Eintrag. Behandeln Sie diese Einträge immer so, als würden sie Geld kosten, würden Sie jedes Monat, jede Woche dafür Geld bezahlen. Verwenden Sie die richtigen Keywords, nämlich die Worte, nach denen Ihre Kunden suchen. Nur so wird Ihr Eintrag dann auch gefunden. Aktualisieren. Nur wenn Ihre Bilder und die Daten auch immer aktuell sind, dann haben Sie die Chance, von den besten Interessenten und Kunden gefunden zu werden. Außerdem ist es oft so bei Portalen, dass aktualisierte Einträge auch besser angezeigt werden. Ergänzen, damit ist gemeint, dass Sie ab und zu Ihren Eintrag durchschauen, um so zu sehen, dass es neue Felder, neue Möglichkeiten gibt, oder Sie haben vielleicht selber neue eigene Daten wie ein Firmenvideo, das es beim letzten Mal noch nicht gegeben hat und das Sie dann hochladen können. Mit diesem Ratgeber der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Salzburg wünschen wir Ihnen gutes Gelingen mit dem WKO Firmen A bis Z. Zeigen Sie, was Sie können.